Hallo Freunde, ich bin in Frankfurt und bewege mich gerade auf einen Hinterhof und bin zu Gast bei Nicolas Petrek, den ich heute besuchen werde, und wir werden ein bisschen über seine Kunst und seine Gitarren reden. Und ich freue mich ganz doll. Und jetzt guckt euch mal diesen schönen Frankfurter Hinterhof an. Kann man eine schönere Werkstatt haben, einen schöneren Standort? Und ich glaube, ich sehe da schon was. Wir klopfen mal an. Hi, grüß dich. Hallo Oliver, komm rein in mein Schlag neues Reich. Du hast es voll schön hier. Vielen Dank, Voll vielen schön Dank. hier. Ich bin gerade den Weg hier hochgelaufen und Ja. muss sagen, ich habe wenig schönere Standorte gesehen für eine Werkstatt. Ich meine, ich bin eh ein Liebhaber von Hinterhöfen, Ja. aber der ist auch noch schön gepflegt und eine Idylle. Wir sind mitten in Frankfurt, muss Mitten man im sagen. Nordend, ja. Mitten im Nordend und wunderschön. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja, ich habe ein arbeitsreiches Jahr hinter mir, eigentlich wie jedes Jahr. Und ja, also wenn die Leute das jetzt sehen, was ich jetzt so vorstelle, Ja. also war das nicht immer. Also ich bin erst seit 3 Monaten hier unten. Ich habe 15 Jahre unterm Dach, in der Dachkammer gearbeitet. Vielleicht gucken wir einfach nochmal hoch auf 8 Quadratmeter. Und jetzt bin ich seit Anfang Januar, Februar, habe ich das hier alles renoviert und fit gemacht. Und das ist jetzt meine neue Wunderschön. Gitarrenbauwerkstatt. Ja. Wunderschön. Und das ist, hört sich jetzt so lapidar und doof an, aber es ist wirklich ein Traum. Also Ist es. Rein vom Ansehen ist es ein Traum. Magst du uns ein bisschen was zeigen, mit was du hier arbeitest? ja, also ich mache ja tatsächlich alles mit der Hand. Ich habe das ja richtig gelernt. In Mittenwald auf der Geigenbauschule war ich und irgendwie fand ich das immer ganz cool, selbst wenn das mit einer Maschine vielleicht schneller geht, das mit der Hand zu machen. Also ich habe zum Beispiel hier, also das ist jetzt nicht nur dekorativ, das sind Handhobel, mit denen ich zum Beispiel, wenn ich so Korpusse mache, also die Flächenhobel, also oben und unten. Ich mache das nicht mit so einem dicken Hobel, mit so einer riesen Maschine, sondern richtig mit der Hand. Ist natürlich auch physische Arbeit. Ja. Ja. Also das kannst du auch nicht den ganzen Tag machen. Das machst du so 2, 3 Stunden und dann machst du direkt mal einen Termin beim Physio. Also wenn du so in meinem Alter bist. Aber ich mag das halt einfach. Ich mag das halt einfach mit der Hand zu arbeiten. Und solange das noch geht, mache ich das auch. Ja. Hier ist so mein Ersatzteillager. Das sind übrigens, wer Frankfurter ist, kennt sicherlich Peter Kurau, eine Gitarrenbaulegende. Ja. Bei dem ich übrigens meinen ersten Pickup für meine erst gebaute Gitarre gekauft habe, für damals 15 Mark. Oh, erzähle ich vielleicht mal später die Geschichte. Du willst ja jetzt quasi so ein Intro haben. Genau. Und also diese ganzen Schränkchen sind vom Peter und was für mich ganz besonders ist, die Agnes, seine Frau, hat mich damals angerufen, als er verstorben ist und hat mir tatsächlich Peters Stuhl geschenkt. Also das hier ist Der legendäre. der legendäre Peter Kura-Stuhl, wo er immer drauf gesessen und eigentlich auch permanent geraucht hat. Peter war so Kettenraucher, ja. Aber toller Typ, hat viel bewegt und ich freue mich, dass ich das so ein bisschen weiterführen kann. Und wenn ich mal ein Teilchen brauche, was hier drin ist und was noch von Peter ist, dann sage ich dann wirklich tatsächlich so, vielen Dank, Peter. Weil manchmal hast du so Schräubchen, die kriegst du sonst nirgends, weißt du so. Ja. Dann bist du echt, kannst eine Gitarre nicht fertig machen, weil dir irgendein kleines Schräubchen fehlt. Und da bin ich, dank Peter, wirklich gut bestückt. Ja. Das ist so viel wert. Ja. Das ist so viel wert. Ja. Wunderschön. Hier oben sind Hälse von Instrumenten, die ich gerade mache. Ja. Ich mache ja nicht so viel Neubau, da können wir später vielleicht gerne noch mal drüber reden. Und das ist eigentlich so eine Anschauungsreparatur, weil ich bin ja eigentlich sehr bekannt für meine Reparaturen. Und das ist so ein total wreckter Kopfplattenbruch gewesen und die habe ich dann mit so Splines gefixt. Ja. Das sieht jetzt martialisch aus. Fass mal an, Oliver, fass mal an. Da merkst du nichts mehr. Da merkst du nichts mehr. Ja. Also das ist jetzt eigentlich nur noch eine optische Retusche, die es bedarf. Wenn du das jetzt irgendwie schön haben willst, dann machst du so ein Burst, so ein Stinger drauf und dann ist cool. Ja. Das ist ein Bass, mein eigenes Modell. Und ich mache ja immer so gerne, probiere immer irgendwelche Sachen aus. Also ich habe so eine, also sie ist jetzt nicht patentiert, aber eine Piezo Bridge entwickelt. Oh, ja.
normalerweise hast du so Piezos immer in diesen Metallelementen drin. Genau. Aber ich habe die Platten unter dieses Stück Holz gemacht. Das sind so Rundpiezos. Ja. Also hast du nicht diesen metallischen Kleck von einem, was eigentlich immer zum Piezo dazugehört, Ja. sondern du hast so mehr so diesen Wood-Sound. Ja. Genau, das ist meine Werkbank. Bevor ich die hatte, die habe ich mir gebraucht gekauft vor 7, 8, vielleicht sind es auch 9 Jahre her. Vorher habe ich tatsächlich auf diesem Brett hier gearbeitet. Dieses kleine Brett? Auf diesem Brett, also oben in der Werkstatt. Und kannst du mir mal hier mal nachkommen? Ich weiß nicht, ob das im Licht irgendwie cool ist. Also da habe ich tatsächlich 6, 7 Jahre auch mein Geld drauf, mein Leben mit bestritten. Ja. Und die ist zusammengeleimt aus Stücken von Ovancool. Das war Brennholz, was wir bei der Firma Schack, wo ich meine Lehre gemacht habe, eigentlich verfeuert hätten. Ich habe mir so eine Platte draus geleimt und habe halt jahrelang darauf gearbeitet. Ja. Schack war auch so eine Geburtsstätte für viele junge Gitarrenbauer. Also großartig. Ich meine, unser aller Großmeister Jörg Tandler hat beim Schack gelernt, hat bei Heuer angefangen, ist dann zum Schack rüber. Tom Launhardt, mein Ausbildungsmeister, leider verstorben. Ja. Irrer Handwerker, irrer Typ, richtig, also mega. Uwe Schölsch, Tonfuchs, genau. Andi Kunz, Kunz Guitars, wer war noch da? Also das sind jetzt so die bekannten Jungs. Die Bekannten, die man so aus Funk und Fernsehen kennt. Ja. Ne? Also der Name an sich, Schack, ist wahrscheinlich weniger Leuten mittlerweile bekannt als die davon abstammen. Richtig. Aber jeder beruft sich immer wieder gerne auf ihn. Es war hier eine Institution. Es gab, also zu meiner Zeit, als ich anfing, Musik zu machen, gab es in der Region Rhein-Main kaum einen Bassisten, der was anderes gespielt hat. Das gehörte zum guten Ton. Das stimmt. Ich habe einen Schack-Bass und das war wie das DW-Drumset. Richtig. Wenn du das hast, dann bist du vorne. Ne? Da gab es Warwick, die waren riesig, also damals schon. Und wir waren eigentlich die zweitgrößten. Also wir haben für Jonas Hellborg Bässe gebaut. Genau. Ich habe mit dem Ausbildungsmeister Tom Launhardt, also Launhardt und Kobs gab es dann auch. Genau. Da haben wir einen 10-Seiter Bass für einen Hellborg gebaut. Ja. Und das war in einer Zeit, wo ein 5-Seiter Bass die absolute Revolution war. Also das Ding hatte so ein Griffbrett, das musstest du dann so spielen. Aber sowas haben wir damals gemacht mit so Drachen-Inlays und LEDs. War irre. Und ich habe es geliebt. Ja. Ich habe immer noch einen super Kontakt zum Andi und auch zu seinem Sohn, der ja auch dann Gitarrenbauer war, der Nico. Ja. Und das ist schön. Ich meine, wenn man sich glücklich schätzen kann, so nach 30 Jahren zu sagen, hey, freust dich, wenn der anruft oder umgekehrt, ist es doch super. Ja. Jonas Hellborg kann ich dir gleich auf der Kamera meine Jonas Hellborg LA-Geschichte erzählen, aber die können wir nicht öffentlich teilen. Ja, das machen wir dann beim Tee jetzt. Genau. Soll ich weitermachen? Nur kurz noch die Maschinen vielleicht, weil du sagst, du machst viel von Hand, aber natürlich geht nicht alles von Hand. Ich sehe also Ständerbaumaschine ist Pflicht, wenn du irgendwie so für eine Tele so die Löcher bohren willst, Ständerbaumaschine brauchst du. Aber wie du siehst, guck mal, ich habe hier auch so einen wirklich guten Bandschleifer, das ist noch nicht mal angeschlossen. Ja? Also ich habe dann wirklich so meine Schleifpapierdinger auf so Klötzis geleimt oder was ich halt auch gerne mache, auf Marmorplatten. Die sind jetzt so ein bisschen versteckt hinter der Werkbank, weil eine Marmorplatte ist 100% eben. Ja. Also das ist wie eine Glasfläche, ja. Und dann klebst du halt so selbstklebendes Schleifpapier drauf. Ja. Und wenn du da drüber arbeitest, ist es immer gut. Hier verwackelst du immer mal ein bisschen was, weil die Maschine hat einen Schlag oder so. Also es hat auch viel mit Präzision zu tun, wenn du mit der Hand arbeitest. Ja. Legende, Wellerlötkolben, gibt nichts Besseres. Habe ich meine Lehre dran gemacht sozusagen. Ja, Ernsthaft? Elektrotechnik. Elektrotechnik? Ja, sehr gut. Also ich meine, der geht ja nie kaputt, aber da kriegst du alle Ersatzteile und so. Das ist echt cool. Ich habe so eine kleine Bandsäge. Wie du siehst, die steht auch da hinten in der Ecke nicht angeschlossen. Wenn ich sie mal brauche, dann schiebe ich sie hierher und mache ich das. Du sägst aber nicht von Hand, du nimmst dann schon die Bandsäge. Also ich sehe. Ich sehe. Also schon, ja. Es gibt Sachen, wo du das dann schon benutzt, ja, aber
Also ich sag mal, die läuft im Monat vielleicht 10 Minuten. Wow. Ja, also und das ist auch so, ich meine, ich habe jetzt ja auch keine großen Absaugmaschinerien. Ja? Wenn du viel mit Maschinen arbeitest, solltest du so Absaugkanäle haben und Ja. Kompressoren und was auch immer. Ich habe hier so einen Luftfilter, falls ich hier mal irgendwie eine Gitarre mit der Hand schleife, weil da benutze ich auch keine Rotex oder sowas für. Ich habe dann Schleifklötze, alles Mögliche, wo ich halt Schleifpapier draufklebe oder so Radiusblöcke, also selbstgebaute, auch mal welche von Firmen geschenkt bekommen. Die sind immer ganz nett zu mir. Also ich versuche das wirklich alles mit der Hand zu machen und den Dingen halt auch so die Zeit zu geben, die Zu sie wachsen. eigentlich brauchen. Ja. Das ist, ja, also Schraubzwingen ist so ein bisschen mein Fetisch, aber mein größter Fetisch ist, komm mal her. Also wenn die Leute das sehen, dann sagen sie immer so, sag mal, brauchst du das wirklich? Bohrer. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ja. Das ist, dabei gibt es ja nur einen Zehner, weißt du, es gibt ja, aber ich weiß ganz genau, der robbt mehr oder der ist besser für harte Materialien, der ist besser für feine Materialien. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen... Senker Ja. und na gut, du brauchst Ja, was Metall, du brauchst Holz, du brauchst natürlich verschiedene. Genau, was man halt alles so braucht. Ja, Schraubzwingen kann man nie genug haben, Ja, weil ich auch keine Presse habe. Also wenn ich eine Decke auf den Korpus leim, die dritte, die vierte, die fünfte Hand. genau, Klemmen sehe ich da oben. genau, ja. Großartig. Vielen, vielen Dank für den ersten Überblick. Ja, gerne doch. Also wir quatschen ja jetzt weiter. Genau. Auf der Werkbank. Auf der Werkbank. Genau. Wo besser könnten wir über deine Arbeit reden als auf deiner Werkbank? Ja, Wir haben jetzt ein bisschen was gesehen. Wo kommst du her? Du hast mir von deiner Historie erzählt, wo du gelernt hast. Du hast uns die neue Werkstatt gezeigt, mit vielen immer noch alten Geräten, muss man sagen, die aber ihren Dienst tun, die Ja. du auch gar nicht so viel brauchst, weil du eher der Typ bist. Ich möchte unser Gespräch starten mit einer ungewöhnlichen Einleitung. Nämlich, es war 3, 4 Jahre her, als mich der Keile ja. darauf angesprochen Stoffel? hat, genau, Ja, dass er wollte ein Video für seine App haben. Und es war dann so, ja, ich bin sowieso in Frankfurt, ich bin beim Nicolas Petrek, Gitarrenbauer. Und ich, sieh es mir nach, Ja. keine Ahnung. Ja. Dann habe ich mich mit dir befasst und wir sind ja eben schon so ein paar von deinen Kollegen durchgegangen, mit denen du ja auch sehr, sehr gute Verhältnisse hast aufgrund von gemeinsamer Lehrzeit und sowas. Genau. Es gibt die großen Namen und dann habe ich mich mit dir befasst und auf einmal ist dieser Typ da mit 30.000 Followern auf YouTube und einem bestehenden Stand von Kunden, eigenen Modellen. Hilf mir, was ist passiert? Warum habe ich dich nicht auf dem Schirm gehabt und wo kommst du auf einmal her? Ja, also ich mache den Job tatsächlich jetzt schon seit 30 Jahren. Also 94 habe ich meine Lehre angefangen, 97 habe ich den Gesellen gemacht in Mittenwald. Und also ich hatte damals einen Kollegen und wir hatten wirklich so ein bisschen die Idee, mal eine Firma zu machen, die Guerilla Guitars heißt. Wow. Weil das halt alles so ein bisschen untergrundmäßig Ja. war. Ich habe halt immer für Läden gearbeitet. Also ich habe halt fürs alte Cream habe ich geschafft, für Detlef damals noch Gitterpoint, als er das so richtig groß gezogen hat. Und ich war immer halbtags in Läden beschäftigt. Also hatte immer meine eigene kleine Werkstatt nebenher, in irgendwelchen Löchern, in Ecken von Garagen, ich wollte schon sagen Schrebergärten, aber das stimmt nicht. Und also meine Werkstatt lief immer nebenher, ja. Okay. Das war so mein persönliches Ding, ja. Ich habe früher auch so ein kleines Studio gehabt und das war immer so eine Wohlfühloase, ja. Ich habe halt auch viel Musik gemacht und ein kleines Studio, irgendein Eckchen, wo ich Mucke machen kann und wo ich irgendwie so die 2 Kollegen hier beschäftigen kann, damit die sich mal austoben. Werkstatt musste immer sein. Und daher, also ich war immer verdeckt von irgendwelchen Läden, für die ich gearbeitet habe. Also wenn du jetzt ins alte Cream gekommen bist, dann hieß es, ja, geh mal hinten zum Gitarrenbauer. Ja. Aber da war jetzt irgendwie nie groß Promotion, ey, nix Gitarrenbauer oder so. Ich meine, die meisten Jungs, du kommst ja aus dem Handel, das sind zum Teil begnadete Gitarristen,
richtig, richtig gute Player. Aber vom Handwerk, das ist nochmal eine ganz andere Schiene, ohne mich da jetzt irgendwie Ja, irgendwo richtig. einreihen zu wollen. Aber wenn du was gelernt hast, du bist Elektrotechnik, was ist das? Habe ich gelernt, genau. Hast du Ja. gelernt, ja? Ich habe das nie gelernt. Ich kann auch mit dem Lötkolben umgehen, aber das ist eine andere Ebene dann. So, Ja. ja? Und daher war das auch nie so präsent. Ich habe jetzt auch nicht so ein ausgeprägtes Ego, selbst wenn das jetzt in Social Media anders wirkt, Ja. dass ich da so, ja, I'm the man oder so machen müsste. Das habe ich nicht, ja. Also ich war immer im Hintergrund und entspricht auch so ein bisschen den Charaktertypus, den ich so habe. Also auf der Bühne bin ich am liebsten Bassist gewesen, nie mal ganz vorne, habe so mein Ding gemacht und war das eigentlich immer ganz cool. Also deswegen kanntest du mich vielleicht nicht. Ja? Ja. Und ich kann es auch voll bestätigen. Also es gab der Simon Gauff, der jetzt beim Guitar Point Ja. ist. Es gab den Olli Lohmann, der immer noch bei Session ist. Und einer, wir waren ja so die Stammbesetzung bei Musikschmidt Ja, ja, und sowas. ich weiß, ja. Und es gibt eine gewisse Grenze, wo Gitarristen, die wir waren, und Verkäufer, die wir waren, Ja. dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und dann war es für uns, okay, wir gehen runter zum Schindehütter. Ja, Matthias, ja. Der war genau da unten. Weil wir können vieles machen, aber irgendwo gibt es eine Grenze, wo wir sagen, jetzt brauchen wir jemanden, der es wirklich weiß, wie es funktioniert. Ja. Und das sind eben Leute wie dann du, die sagen, ja, gut, gucke ich mir an. Und wir haben vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet und nehmen den Kunden vielleicht auch ein bisschen die Angst davor, eine Modifikation vorzunehmen, die aber am Ende dem ganzen Instrument hilft. Dann. Ja, ja. Also es ist, geht mir ja nicht anders. Weißt du, ich schraube ja Fahrräder, Mopeds, Autos, ich mache meine Bremsanlage selbst. Aber es gibt halt einen Punkt, weißt du? Ja, ja, genau. Wenn du dann die Bremsleitung wechseln musst und das Werkzeug nicht hast, dann lässt du das lieber, ja. Ich fahre jetzt seit 2 Jahren mit einer reparierten Bremse am Rennrad von mir selbst, weil die Teile nach Corona nicht verfügbar waren. Ja, ja, ja. Und ich bin total stolz darauf, dass es immer noch hält. Das sind so Sachen, ich habe nicht mal über die Grenze gewagt, ne? Aber nee, großartig. Und dann war aber der Punkt, hast du gesagt, vor Corona, Ja, ich mache mich selbstständig und ich wage den Schritt. genau. Konnte ja keiner wissen, was dann kommt. Also, wie gesagt, war so ein bisschen notgedrungen, weil ich entlassen wurde in dem Betrieb, für den ich 20 Jahre gearbeitet habe. Und ich hatte ja meine Werkstatt, weißt du, ich musste jetzt nicht zum Berufsberatungszentrum. Was machen wir denn jetzt mit dir, Junge? Ja, Ja, genau. kannst Gitarre spielen und so, schön und gut, ja. Und war ja alles da. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Und dann, genau, kam Corona. Ich hatte so meine Kundschaft, weil ich habe hier in der Ecke Rhein-Main-Gebiet 25 Jahre die Leute bedient, ja, Ja. und war für die da und habe mit denen auch Bühnen gerockt. Also ich meine, das war ein ganz intensives Verhältnis. Du spielst mit einer Vorband und dem seine Gitarre hast du repariert. Also das war immer ganz cool, ja. Und dann, ich habe nur von Mundpropaganda gelebt. Also ich habe nie irgendwie eine Anzeige geschaltet oder irgendwelche Aufrufe gemacht. Hier, ich mache das besonders toll oder ich mache das besonders günstig. Es ist einfach nur daraus resultiert, weil ich ewig in der Szene unterwegs war. Ja. Ja. Was auch kein Konzept war. Also das soll sich jetzt nicht so anhören, ich habe mir das alles so ausgedacht. Das ist einfach so, wie das Leben mich so... Gewachsene Strukturen. Genau, ich bin da halt einfach so durchgeflutscht und dann kam Corona. Ich hatte meine Werkstatt und endlich die Zeit, meine eigene Form zu machen, was ich schon immer machen wollte. Also sprich Gitarrenform. Ja. Die habe ich dann gezeichnet und ich habe ein Reparaturvideo gemacht. Das hat damals auch der Jochen Hasmanis gemacht. Also das ist für mich geschnitten, ein guter Freund von mir, Newcomer TV. Also großartige Leute, Seppel Niemeyer, machen viel für die Kultur und für die Musik. Sollte man supporten. Und da habe ich so einen komplizierten Kopfplattenbruch gezeigt. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das nicht gemacht, um Kunden zu akquirieren. Ich habe das gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, als ich in Läden stand, dass jeder da reinkam, du kommst rein und sagst, mach mal einen neuen Sattel. Was kostet das denn? Das ist die zweite Frage. Dann sage ich 80, 90 Euro, je nach Aufwand. Um Gottes Willen, was kostet denn da so viel? Und ich habe wirklich so einen Lehrauftrag gehabt, das jedem Menschen zu erklären. Guck mal, das ist so ein Stück Knochen, das musst du hier abschneiden, da musst du den Winkel und bla bla bla. Und eigentlich war das die Idee dahinter so, dass die Leute sehen, hey, guck mal, das ist so eine Riesenarbeit, das dauert so lange. Ja? Ja.
Das kann der nicht für ein 20 machen. Ja? Ja. Das war so die Idee dahinter, den Leuten einfach zu sagen, guck mal, hier ist ein Link, kannst du mal gucken. Das ist der Aufwand, Ja. der dich erwartet, wenn du das so und so haben möchtest. Großartige Idee, weil normalerweise ist es ja eine Blackbox. Du gibst die Gitarre an einem Tresen bei deinem Verkäufer ab. Ja. Dann kriegt die so ein Label dran, So eine Nummer, von wem, ja. Und dann verschwindet die irgendwo hinten in dieses Räumchen, wo du sitzt. Ja, und der Staub lebt. So. Genau. Sonst nichts. Und in der Regel war das ja nie so, dass Kunden da reinkamen, sondern der Kunde kam dann irgendwann wieder, wurde angerufen, Gitarre ist fertig, und dann nimmt er ihn in Empfang und bezahlt seine 70 €. Ja. Aber was dazwischen passiert, Ja. ist einfach weg. Magic. Magic, genau. Ja. Und auf jeden Fall war das so die Intention, aber das hast du schön zusammengefasst, weil es ist ja in so einer Kfz-Werkstatt, du gibst deine Karre ab, legst einen Schlüssel hin, da ist die nette Sekretärin, die dein Problem aufnimmt. Du sprichst ja nie mit dem Meister. Also der erklärt dir auch nicht, wie die Ventile einzustellen sind an deiner alten Karre oder so. Da ist immer quasi diese Distanz da. Und bei mir war das immer so, geh mal zum Nick nach hinten. Ja. Ich meine, das ist ja auch anstrengend, weil ich habe alles erledigt, ich habe die Reparatur angenommen, habe die, wenn es ging, im Laden gemacht, wenn es kompliziertes war, kam sie in die Werkstatt und so ist es dann halt gelaufen. Auf jeden Fall, ich komme mal immer so ins Labern, also wenn es zu viel ist, sagst du auch einfach so, Nick, mach mal ein bisschen kürzer. Und dann habe ich dieses Reparaturvideo an Gitarre und Bass geschickt, ja. Habe mir gedacht so, ja, guck mal hier, also ich bin da immer so ein bisschen naiv, weißt du, ich denke immer so, ja, das ist doch eigentlich geil, also wenn mir sowas schicken würde und es ist so mein Thema und ich freue mich, ja. Und dann war das tatsächlich so, dass die mich irgendwie angeschrieben haben. Habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so einen Zoom-Call gemacht, war komplett überfordert mit WLAN und dem ganzen Shit, keine Ahnung davon. Und da war das halt der Chefredakteur und der Stellvertretende, der Stefan. Und die haben gemeint, hey Nick, und die haben genau diese Frage gestellt, die du mir am Anfang gestellt hast. Wer bist denn du? Ja. Wo kommst du her? Ja, wo warst du die ganze Zeit? Wo bist du? Was machst du? Ja? Und ich so, ja, ich habe gelernt, so bla bla bla. Und dann haben die gemeint, hey, wir finden das Video so cool, wir würden das gerne bei uns. Ich meine, ich hatte damals 15 YouTube-Abonnenten, Insta, Facebook hatte ich gar nicht. Würden das gerne bei uns auf der Seite supporten. Einfach so, hey, Gitarrenbauer aus Frankfurt, schaut euch das mal an. Weil die haben mich gefragt, ja, hast du noch mehr davon? Ich so, ja, ich mache das jetzt regelmäßig, immer, was halt so reinkam. Ich nehme ja nicht jede Gitarre auf, nur interessantes Zeug. Also haben wir uns da so geeinigt und dann haben die mich irgendwie angefangen und haben gemeint, also pass mal auf, das ist total geil, aber wir können jetzt nicht einfach so, das ist Marketing totaler Humbug. Auf einmal kommt so ein Video von irgendeinem Typen, den kein Mensch kennt. Wir brauchen eine Story. Wir brauchen eine Story, schick uns mal ein Instrument, wir machen einen Test. Und ich so, hey, ich habe nichts zu verkaufen, da hatte ich gerade den Prototypen von der Truck fertig. Also ich bin kein Produzent, ich kann den Markt nicht bedienen, ich kann unmöglich 10 Gitarren im Monat bauen. Ist nicht meine Welt, machen andere besser und können das von mir aus machen, ist nicht mein Ding. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schick uns mal wir testen das, wir schreiben da was, wir machen einen Bericht über dich, stellen dich vor und sei so gut, mach einfach mal eine Insta- und eine Facebook-Seite. Ja. Und ich meine, wenn du mich früher von Cream gekannt hast, also wenn da ein Kamerateam reinkam, war ja immer was. Bin ich immer auf dem Klo verschwunden, bis die da raus waren. Ja. Auf jeden Fall war Gitarre und Bass, die ich ja als Kind, bin immer mit der Mutter einkaufen gegangen, als Teenie, damals war es noch Fachblatt, und habe die Einkäufe geschleppt, weil sie mir dann die neue Ausgabe, die ich dann... Da musst du Deals eingehen? Wenn du schon in der Warteschlange an der Kasse war, habe ich mir schon die ersten Artikel rein. Also ich war da voll der Junkie. Also deswegen war das dann auch witzig, dass die Gitarre und Bass mich da halt in dem Sinne auch so supportet hat und auch ein Stück weit dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt medial so präsent bin. Um die Geschichte dann abzuschließen, daraufhin habe ich mir halt eine Insta- und eine Facebook-Seite gemacht mit meinem sehr guten lieben Freund Philipp im Café in Hochstadt bei 2 Freundinnen, die das machen. Kirsten und Puppe mussten mal hingehen, gibt es lecker Kuchen, super. Okay. Hochstadt. Und ich weiß noch, wir saßen da draußen und haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und da sind wir rein und da war die Bibi, das ist so eine Angestellte mit so furchtbar langen Nägeln, die sahen so aus wie so Gretsch-Tremolo-Hebel. Die hat dann so ein bisschen auf meinem Display rumgekratzt, auf einmal ging das ja. Patrick Guitars Instagram, so ging es los. Ja. Also kein Plan von gar nichts und mittlerweile, ich weiß nicht, 62.000 Leute in der ganzen Welt interessieren sich für das, was ich so mache. Ja. Unglaublich. Ja, wirklich. Siehst du mal, jetzt hast du mir schon
die Antwort gegeben für die nächste Frage, die ich gehabt hätte, weil Du ungefähr musst sagen, hey Nick, stopp. Also ich bin Alles ja auch nicht gut. böse. Alles gut, ich höre dir total gerne zu. Nur meine Frage wäre gewesen, ungefähr zur gleichen Zeit, als du praktisch diesen Turbo Boost Gitarre und Bass bekommen hast, Ja, habe ich festgestellt, es gibt YouTube das, was ihr kennt, also vorne raus, und dann gibt es das sogenannte Backend. Und da gibt es viele Analysen und es gibt Trends in YouTube, die einem angezeigt werden. So, was will der User gerade sehen? Und ich habe vor ein paar Jahren schon festgestellt, Gitarrenreparatur, Gitarrenpimpen, alte Gitarren restaurieren. Steht ganz oben auf dieser Liste. da weißt du mehr als ich. Aber ja, Das wäre die Frage gewesen. Hast du dich davon leiten lassen oder bist du einfach voll reingelaufen in den Trend? also das hört sich jetzt so an, weil wenn du die Zahlen bei mir siehst, denkst du, ja, der erzählt ja jetzt Quatsch, aber ich habe keine Ahnung von dem Kram gehabt. Ich meine, jetzt habe ich Ja. sicherlich mehr. Als ich da angefangen habe, hatte ich keinen Plan. Ich wusste nicht, was ein Hashtag ist. Ich wusste nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach auf blöd losgemacht und ich habe die ersten Videos auf Deutsch gemacht. Ja. Ja. Und es lief dann auch so, dass der Jochen, ein Praktikant hat das geschnitten und hat einen Dreh in Frankfurt gehabt und ich komme vorbei, wir machen mal Vertonung. Dann ist er da oben in den Raum, hat seine fette Kamera aufgestellt. Ich habe den Schnitt noch nie gesehen. Der hat einfach seinen Laptop aufgeklappt und ich habe dann On the fly, off, dazu live gesprochen. meine Arbeit da kommentiert. Ja. Also das war auch immer ein One-Take. Ja. Weil ich wollte Jochens Zeit nicht beanspruchen. Irgendwann hat er es mir geschickt, ich habe es hochgeladen, tschüss. So Voll waren geil. die ersten Takes, ja. Aber was dann irgendwie so richtig geboostet hat, war, ich habe dann angefangen auf Insta, erst habe ich so Fotos gemacht und dann habe ich so kleine, kurze, damals waren Reels 30 Sekunden, ja, so kurze, keine Ahnung, wie ich was schnitz oder sowas und dann kam dann irgendwie so ein Kommentar aus England, aus Amerika. Ja. Ich fand das total geil. Also ich Natürlich. fand so Wahnsinn. Wie klein die Welt auf einmal ja, wird, ne? Weißt du, ich meine, du bist ja auch Musiker und ich habe das auch lange gemacht. Und weißt du, wie schön das ist, wenn du im Club bist und das Ding ist halb voll. Ja. Weißt du, dieses Gefühl. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, krass, also die kommen ja wegen dem Ja. Daily Business, was ich so mache, das scheint für die interessant zu sein. Ich habe nie danach geguckt, was könnte für die Leute interessant Ja. sein. Ich habe immer das gemacht, was hier gerade zur Tür reinkam. Das hast du vorhin gesagt. Dein Erfolgsfaktor ist, dass du dir nicht irgendwas aus den Fingern ziehen musst, sondern deine Videos kommen auf deine Werkbank, Richtig. indem du einfach die Arbeit für deine Kunden erledigst. Richtig. Das ist wirklich eine Tatsache. Ich bin ja hier im schönen Nordend und gehe auch gern Kaffee trinken und sehe die Leute da, die sich ihren Content überlegen. Ich meine, davon gibt es hier viele, Ja. in welcher Branche auch immer. Und zum Glück habe ich das nicht, weil das könnte ich nicht, Oliver. Ich könnte nicht jetzt denken, ich will jetzt das Produkt verkaufen. Also ich mache ja auch keine Collabs oder sowas. Ich habe wöchentlich, manchmal täglich Anfragen für Collabs von allen möglichen Firmen. Ich mache das einfach nicht, weil mir das einfach diese Freiheit nehmen würde, ja. Und ich habe das mal in einem anderen Interview gesagt, so was für mich wichtig ist, einfach die Freiheit zu behalten, auch als Handwerker. Ich sehe mich als freier Handwerker, das hat mit Freimaurer nichts zu tun. Einfach so, ich mache das, was ich gern mache. Ich liebe Reparaturen, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen. Kriegen sofort irgendwie Puls und Blutdruck, wenn sie Reparaturen haben. Ja. Ich mag das, weil es ist eigentlich ganz einfach, das ist das, wo ich lerne. Ja, ich bin Ja, natürlich. immer noch unfassbar neugierig und unfassbar interessiert an neuen Sachen und an alten Sachen, die ich selbst nach 30 Jahren noch nie gesehen habe. Und tatsächlich kommt immer mal was. Kann ich voll nachvollziehen. Also wie oft hast du wirklich mal eine alte Rickenbacker, die du vor dir hast? Das ist so, das kannst du irgendwie in einer Hand abzählen, wie oft mal eine vorbeikommt, wo du sagst, ach, so haben die das gemacht. Ja, damals, ja. Ne? Weil, das kann ich total nachvollziehen. Du hast mir aber schon wieder den nächsten Steilpass gegeben Ja. für eine Frage. Wir waren jetzt sehr viel bei deiner YouTube-Schaffenheit. Ja. Und ich möchte gerne die Brücke schlagen über deine Homepage. Also wir bleiben online. Da hast du einen schönen Text über mich, Ja. wo du ein bisschen deine Philosophie erklärst, um was es dir geht. Wenn man dich ein bisschen näher durchleuchtet, merkt man, dass dir das Handwerk sehr wichtig ist. Ja.
dass dir das sehr viel bedeutet, dass das herauszustellen ist, dass es wirklich nicht, es ist nicht Voodoo, Nein. es ist eine erlernbare Kunst Ja. im weitesten Sinne. Und da möchte ich jetzt den Link dazu finden, ob du mir ein bisschen erklären kannst. Du sagst, du machst viele Reparaturen. Es gibt aber auch Petrek Guitars, Ja. eigene Modelle. Vielleicht kannst du uns die kurz näher bringen. Und was für dich im Moment gerade dein Schaffen ausmacht. Also wie viel Prozent ist Reparaturen versus ich möchte mein Business Petrek nach vorne bringen. Und wie du dich da in Zukunft siehst. Der 5-Jahresplan vielleicht. Ich sage mir nicht, du hast keinen. Das ist tatsächlich so. Also das ist jetzt ist tatsächlich so, ja. Ich habe das nie gehabt. Also ich habe, weißt du, als ich meine Lehre angefangen, ich habe ja vorher studiert, ja. Als ich meine Lehre angefangen habe, haben meine Schulkumpels Telekom-Aktien gekauft. Ich habe auf den Stanley-Hobel gespart. Also meine Welt ist eine andere. Ja. Die ist nicht besser und nicht schlechter. Nein. Aber es ist meine Welt, da fühle ich mich wohl drin. Und dieser, ich will es nicht Kampf nennen, ich will einfach nur sagen, dieses Existieren können, mit meiner Hände Werk mich über Wasser halten zu können, ist für mich sowas von unfassbar wichtig, mir diese Freiheit zu erhalten. Das ist vielleicht auch ein bisschen in meiner Familiengeschichte begründet. Ich bin Kroate, also Ex-Jugoslawien, und diese Leute da haben einen unfassbaren Freiheitswillen. Also das ist jetzt auch nichts Patriotisches. Ich habe immer gedacht, was ist denn so der Unterschied? Wieso fügen sich die Leute so? Ich bin auch kein Revoluzer oder so. Ich will einfach nur in Ruhe mein Ding machen. Ja. Ruhe ist mir wichtig und mein Ding ist wichtig. Ja. Und diese, was du angesprochen hast, diese meine eigene Form Truck, was im Slawischen Freund heißt. Also Truck wird genauso geschrieben, wird Drug ausgesprochen und heißt so viel wie im Englischen Mate, also Weggefährte. Der Hesse würde College sagen. College, genau. Die habe ich dann halt entwickelt, als Corona kam, da hatte ich die Zeit. Weißt, du kannst dir ja nicht vorstellen, wie viele Reparaturen ich in meinem Leben geschrubbt habe für Läden, später dann für meine Firma. Also ich habe gerade vor 2 Wochen ein Video hier abgedreht, wo ich ein Gitarre-Setup-Tutorial mache. Und habe ich das mal zusammengezählt. Ich habe über 20.000 Reparaturen gemacht. Wow. Und wenn du dir das jetzt mal als 1 cm Striche auf dem Fußballfeld vorstellst, ich weiß nicht, wie lang ist da so eine Bahn? 400. 400? Einmal außenrum. Ja. Jeden Zentimeter die Hälfte davon. Reparaturen, ja. Unfassbar viel. Resultierend daraus, wenn du wirklich interessiert an der Sache bist, hast du natürlich auch einen Erfahrungsschatz, der dich unfassbar sicher macht. Ich sag's mal so. Also du hast dann so ein Safe-Ding. Also es ist schwer, dass da mal was kommt, wo du denkst, oh Gott, ja, krieg ich nicht hin. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn was kommt, was ich noch nicht gemacht habe. Ich mir so, schauen wir mal. Dann wird es einen Weg schon geben. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschliffen. Ne? Nee, alles gut. Ich wollte nur gerade, du hast den Wettbewerb angesprochen. Wir Gitarristen, uns wird ja nachgesagt, und ich glaube, wir können beide bestätigen, das ist nicht nur einfach Rumors, sondern es gibt einen Wettbewerb zwischen Gitarristen. Es gibt diesen Ich bin Solo-Gitarrist-Ding, zwischen, und du sollst keinen Gott neben mir haben in der Band und genau dieses Ding. Ihr da draußen, parallel zu dem, was ihr da macht, gibt es ein komplettes Business von Männern und Frauen, die euer Handwerkszeug bauen, die alle ihr steht im Wettbewerb, natürlich. Aber ich habe noch keine Guitar Summit miterlebt, wo irgendeiner schlecht über den anderen geredet hat. Es gibt eine große Wertschätzung, es gibt eine große Anerkennung und jeder hat sein Plätzchen. Es gibt Leute, die sich nur auf deutsche Sachen spezialisieren, die sagen, ich nehme nur deutsche Materialien. Es gibt Leute, die sagen, ich nehme nur noch weiter eingegrenzt einheimische, also nur rundrum, also da, wo der Baum gerade umgefallen ist. Also jeder kann seine Nische besetzen. Andere sagen, ich mache schöner Wohnen-Gitarren. Ne? Und wo siehst du dich? Wo ich mich sehe, also Konkurrenz ist
ich habe nie dieses Competition-Game gehabt. Ich fahre ja auch Rennrad, ich fahre nie Rennen. Also das ist ein gutes Beispiel. Ja, geil. Ich fahre meistens allein. Ja. Nicht, weil ich also ich bin da glücklich bei. Es macht mir Du hast Spaß. deine Ruhe, gell? Ich habe meine Ruhe und beim Gitarrenbau ist es genauso. Ja? Also ich habe vielleicht auch nicht dieses ausgeprägte Ego, das irgendwie jetzt The Keith auf seine letzten Jahre eine Petrek um den Hals hängen haben muss. Ja? Weil, weißt du, ich komme aus dem Repair-Bereich. Es gibt so viele unfassbar gute Gitarre von der Stange. In der Zeit, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, habe übrigens die erste Gitarre beim Detlef Brauns in der Berliner Straße gekauft. Liebe Grüße, Detlef, falls du das siehst. Ja. Und die habe ich immer noch. Ich mache ich will das nicht entzaubern, ja, weil viele Leute daraus wirklich ihre Existenz generieren. Aber es ist alles nicht so wichtig und vor allen Dingen mein Selbst ist nicht so wichtig. Und ich sehe mich jetzt auch so. Ich sehe mich nicht als so wichtig. Ich bin in dem Sinne ein Tool, ja, so wie hier mein Schnitzer, den ich seit 30 Jahren habe, den habe ich selbst gebaut. Bin ich ein Tool für die Jungs und Mädels da draußen, die ein Problem mit der Gitarre haben. Also ich bin ein Dienstleister. Ja. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich mache keine Werbung. Ich habe noch nie ein YouTube oder ein Google-Ad oder ein Instagram-Ad für einen meiner Filme geschaltet. Also da ist nichts erkauft, das ist alles von alleine gewachsen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil ich mag so dieses natürliche Ding. Weißt du? So, wenn ich jetzt so eine Decke mit der Hand aushobel, habe ich dir vorhin erzählt, das kannst du nicht 8 Stunden machen mit so einem 800 Gramm Stahlhobel. Da kannst du noch so fit sein, da bist du im Eimer, ja, für die nächsten 2, 3 Tage. Es braucht immer alles seine Zeit. Die Erkenntnis musste ich auch erst erlangen, ja, weil wenn du so jung und ungestüm bist, dann willst du und bla bla bla. Und ich habe die einzige Konkurrenz, die ich habe, bin ich selbst. Ja? Also ist mein Ding, ja, mach doch noch das, mach doch noch das, mach doch noch das. Aber mit dem Kollegen komme ich ganz gut klar mittlerweile. Ja? Also so, das habe ich unter Kontrolle. Ja. Und es ist auch nicht so, dass ich so mit so Scheuklappen durch die Gegend laufe. Ich nehme total viel wahr und es interessiert mich auch. Also Guitar Summit ist für mich immer, das ist eine schöne Ausstellung. Ich bin ja noch Junge der alten Frankfurter Musikmesse, wo mit ganz anderem Kaliber geschossen wurde, akustisch. Ja. Und das war für mich schon noch echt Stress. Also es war, weißt du, den ganzen Tag Bombardement und so. Aber ich mache ja auch keine Gitarren auf Bestellung. Also wenn ich was baue, dann, weil ich ein besonderes Stück Holz habe, du hast es angesprochen, ich benutze nur Holz aus meiner Familie, aus meinem Land, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, da kann man vielleicht mal ein separates Video drüber machen. Ja. Und das ist jetzt kein Marketing, sondern umgekehrt. Ich habe das Marketing der Firmen, wenn du so willst, mir mal angeguckt und glaube zu wissen, dass ich weiß, wie es funktioniert und dass es eigentlich nicht nötig ist. Ja. Also du musst kein Rio Palisander Fretboard auf deiner Gitarre haben, was dich mittlerweile, ich weiß nicht, eine Doppelhaushälfte kostet. Ich übertreibe es jetzt mal. Wenn du es historisch korrekt haben willst, go for it. Ist berechtigt, kannst du machen, habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich cool. Soundtechnisch ist es nicht nötig. Mein bestes Beispiel ist diese Drug-Gitarre. Darf ich die mal holen? Kannst du gerne holen, ja. Komm. Weil jetzt machen wir mal den Schwung rüber. Ja. Drag, sagst du? Druck. Ja. Druck. Also ich sage eigentlich immer Drug, ja, okay, weil das ja auch ganz gut passt, so ein kleines Wortspiel. Das ist deine Form. Das ist meine Form, ja. Du hast mir gesagt, Holz, was du verwendet hast. Ja, das ist kroatische Kiefer, ja. Sugar Pine, ja. Eigentlich Baubohlenholz. Also wenn ihr so Gerüste, so Fassadenbauer benutzen das ganz gern. Da laufen die drauf rum, wenn sie den Putz machen. Ja. Und du hast mir eine Sache erzählt, die entstanden ist, nur aufgrund der Tatsache, weil du aufgehört hast zu arbeiten. Ja. Zeitlich bedingt, kraftbedingt und einfach dann auf der Regenerationsphase auf dem Rad auf einmal drauf kamst. Lass es doch so. Lass es doch so. Ja. Genau. Und das ist die Curve. Natural Curved, ja. Ja.
Also das ist eine Gitarre, ich darf das nicht publizieren. Die hat einen zweiten Platz bei einem sehr renommierten Instrumentenbauwettbewerb gewonnen. Ja. Aufgrund ihrer Resonanzfähigkeit. Also das wurde in einem Labor vermessen. Ich habe da so Testergebnisse, kann ich dir später gerne zeigen. Sehr gerne. Ich musste unterschreiben, dass ich das nicht publiziere. Das ist halt so und ich halte mich auch daran. Die Idee, und das ist bei so vielen Dingen, die ich so mache, das war eigentlich keine Idee. Ich habe diese Frankfurt Historic Gitarre gebaut. Ja. Da gibt es auch ein schönes Video, wo ich quasi ein altes Brett, was auch Kiefer war, Sugar Pine, da habe ich eine Tele draus gebaut. Warum habe ich eine Tele draus gebaut? Olli, du weißt es. Weil Die erste Tele, Leo Fender, war Sugar Pine. Das wissen viele Leute nicht. Ja. Ja. Warum hat er Pine genommen? Weil es unter der Werkbank lag. Bestimmt nicht, weil er Bäume abgeklopft hat im Wald. Also auf keinen Fall. Auf jeden Fall habe ich diese Gitarre mehr so aus dem historischen Kontext gebaut. Ja, und möchte ja auch, dass die mal im Museum landet. Arbeite da auch schwer dran. Und mit dem Anspruch, dass das ja eigentlich gar nicht so wirklich klingen kann. Weil Kiefer ist ja nun wirklich, also Reutholz. Das schmeißt du nicht mal im Ofen, weil es hat auch Kacke brennt. Das ist gleich weg. Ja. Und dann habe ich diese Gitarre gebaut und habe sie gespielt. Und habe mir gedacht, das ist doch eigentlich ganz gut. Ja. Und dann wollte ich das genauer wissen und so entstehen meine Gitarren. Also ich bin immer auf der Suche nach irgendwas und dann habe ich das gleiche Basisholz genommen, diese 50 Jahre alte Kiefer aus Kroatien, wollte es aus einem Stück bauen, ja, und habe das mit meinem Stanley-Hobel plan gehobelt. Und also was ich jetzt vielleicht noch sagen musste, wenn ich Instrumente baue, mache ich das auch nur, wenn ich so in the mood bin. Also wenn ich nicht gestresst bin, wenn ich so Bock drauf habe, wie wenn euch geht's Rennrad fahren, Wetter ist schön, hab ich Bock drauf, ja. Also ich mache das auch nicht so, heute machst du das, kann auch sein, ich habe heute keine Lust, dann mache ich Reparaturen. Das ist immer so abhängig. Auf jeden Fall habe ich dann diese Gitarre gebaut und dann kam da wirst du dann so eingeladen zu diesem zu diesem Wettbewerb. Und es hat alles irgendwie gut gepasst, sollte eine eigene Form sein, sollte 2 Humbucker haben. Ja. Ich habe die dann noch irgendwie dahin gefahren, weil ich ein bisschen spät war mit dem Lackieren. Und dann ist rausgekommen, anhand der Messwerte, also die machen irgendwelche sensorischen Reize da rein, wie der Ton in die Richtung wandert, wie sich das entwickelt, hin und her, habe ich jetzt quasi schwarz auf weiß, das Kiefer auf keinen Fall, ich drücke es mal so aus, schlechter ist als Rio Palisander. Natürlich nicht. Ja. Also da kann man natürlich jetzt wirklich, da könnte man 5 Stunden drüber diskutieren und würde auch immer noch zu keiner Lösung kommen. Und hier geht es auch nicht um irgendwelche Ideologien oder sowas. Es geht einfach nur um Erfahrungen, die ich mache, weil ich mich auf so Dinge einlasse. Ja. Es hat funktioniert. Ja. Hier, wie gesagt, jeder, der nach was anderem strebt und sagt, ich möchte den Les Paul Greenie Sound und 59er, ja, dann kauft ihr eine Mahagoni-Gitarre mit dem Mahagoni-Hals, im Rio Pali drauf. Aber letztendlich, ich glaube, wir können es auch ganz gut festmachen an den Pickups, die du verwendest. Ich glaube, eine Menge Leute kennen diesen Pickup A von Dimebag Darrell von Pantera oder Nuno Bettencourt. Nuno Bettencourt. Die beiden, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass dieser Pickup hier in Frankfurt entwickelt wurde. Offenbach. Eine Fabrik in Offenbach. Genau. Aber in Verbindung mit Cream Music eben. Klaus Hahn. Und dass ein gewisser Bill Lawrence. Will ich dich. Ja, er hat viele Namen. Viele Kinder, viele Namen. Aber dass er dieses Ding erfunden hat. Mittlerweile gibt es die Simo Duncan-Version davon. Ja. Als Dimebucker, glaube ich. Aber der war jetzt nicht nur bei Metal- oder Rock-Gitarristen drauf. Den haben auch hier Jazzer auf dem Konservatorium gespielt. Und The Thing. Ja. Also ich habe auch bewusst diesen Pickup genommen, weil ich ich bin ja auch so ein Ästhet und finde den Style auch cool. Ja. Also so ein bisschen einzigartig. Aber weil ich es halt so linear wie möglich halten wollte. Ich wollte nicht, dass die Pickups den Sound der Gitarre zu sehr beeinflussen. Und für mich ist ein OBL, also das sind die alten, der passive EMG. Ich weiß nicht, kenne ich. Der Vergleich hinkt vielleicht, aber für mich ist das ein EMG ohne Batterie, Ja. Easy zu handeln, brummt nicht und nimmt halt alles durch diese Blades, jede Schwingung so ab. Genau. Du kommst nicht aus dem Magnetfeld raus, wenn die Seite schwingt.
Aus dem Grund habe ich das genommen. Also jetzt weniger, weil das ist jetzt der ultimativ geilst klingendste Pickup. Ja. Das ist da für mich der neutralst klingendste Pickup. Ja. Das sind so die wie heißen sie? NS10s Abhörer im Studio. Genau, oder so die Auratons, so, wo du denkst, oh Gott. Ja. Das Was ist mein Mix? Also wo ist der Bass geblieben? Auf der anderen Seite, wenn es da drauf gut klingt, ist es nur gut. noch besser. Ja, nur noch besser dann kannst du es danach an jede große Anlage anschließen und weißt, das wird funktionieren. Ich muss kurz auf die beiden Switches eingehen, weil du mir sagtest, du bist ein bisschen Fetischist, wenn es um seriell parallel geht. Gar nicht sogar Splitting, was ja jede moderne Gitarre gibt dir alle möglichen Split-Variationen. Aber viel interessanter wird es ja, wenn man diesen Brian May-Weg geht und sagt, guck doch mal, was passiert, wenn du die beiden gegeneinander schaltest. Also ich bin ja großer Fan von P90. Ich hatte mal eine 72er Goldtop mit doppeltem Kopfplattenbruch und am Hals war ein P90, war mein Sound. Musste ich leider irgendwann mal verkaufen aus finanziellen Gründen. Ja, ja, das sind die Geschichten, die Musik schreibt. Ja, aber es ist in guten Händen und wenn du nicht splittest, sondern seriell parallel machst, dann kommst du mehr so ein bisschen in die Richtung P90. Ja, also das ist also so der Gedanke dahinter, ja. Und das ist ein Ton, den ich sehr gern mag, auch verzerrt. Ich bin ja so ein bisschen wie dein Ex-Kollege, der Olli. Also weißt du, ich spiele ja am liebsten auch so High-Gain-Kram. Also wenn ich Gitarre spiele, dann muss das Ding pfeifen und schreien und bin da nicht so... Aber wenn du dann in P90 oder eben so einen seriell parallel geschalteten Pickup hast, dann kriegst du, Olli würde sagen, es klingt hohl. Und dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut ausmalen. Das kann dir ein Single-Coil nicht geben. Ja. Und gewisse Arten von P90 können das geben. Und eigentlich, ich stelle es immer wieder fest, ist es eigentlich der Ton, nach dem alle Les Paul-Spieler immer suchen beim Hals-Pickup. Ja, dieses ja, genau, dieses Onkrige. So und zunächst denkt man erstmal, wenn man spielt alleine, klingt komisch. Und wenn du es dann im Mix hörst, wird auf einmal alles klar. Weil der schneidet einmal durch und der hat alle Transienten drin, die du brauchst. Ne? Also das ist großartig. Aber ich meine, um da so mal eine Lanze zu brechen und das vielleicht auch ein bisschen so diesen Voodoo rauszunehmen, natürlich gibt es Pickups, die so oder so klingen, aber jeden Pickup, den du heute kaufst, ich meine, ich komme aus einer anderen Zeit, noch ein bisschen aus einer anderen Zeit als du, noch ein bisschen davor, da gab es nur Schrott und billig und gut und super teuer. Und dazwischen gab es nichts. Ja. Ich habe hier Tesla-Pickups gehabt, ohne jetzt irgendwelche Werbung machen zu wollen. Das klingt alles nicht scheiße, um es mal so auszudrücken. Wenn du die passiven EMGs ansprichst, die habe ich zum Beispiel für mich entdeckt. Wenn ich eine Gitarre habe, wo ich wirklich scheiß Pickups von früher drin habe, dann ist es für mich die günstigste Art und Weise, einen geil aussehenden Pickup reinzubauen. Diese HZ-Serie rein, sieht immer irgendwie amtlich aus und die klingen richtig gut. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen eigentlich ein Marketingprodukt für die sich nicht aktiv leisten können. Wir machen noch was unten drunter. Oder halt irgendwie noch eine 9-Volt-Batteriefräsung irgendwo rein sammeln wollen mit dem Stemmeisen. Ja, genau. Das ist schon cool. Ja. Aber ich meine, alles ist echt cool und wir leben in einer Zeit, wo du für so kleines Geld so unfassbar gutes Material kriegst. Ich meine, bei uns gab es Hedicaster, Fender und Gibson und alles dazwischen. Dann kamen die Japaner, das war dann echt, also meine erste Gitarre ist auch eine Westone, eine japanische. Geil. Ja, geil, cool. Also ich finde, man muss nicht so viel Energie und vor allem Zeit darauf verschwenden. Natürlich macht das auch Spaß, mir macht das auch Spaß. Ja, aber dann frage ich mich wieder so, Alter, wann hast du das letzte Mal hier wieder ein bisschen Gitarre gespielt? Weißt du? Dann sitze ich da, was ich dir vorhin erzählt habe, ich habe keine Zeit, um Soundcheck-Videos zu machen und ich würde es so gerne machen. Nicht, weil das die größten Klickraten auf meinem Kanal sind, das guckt sich eigentlich kein Schwein an, aber es ist für mich geil, weil dann spiele ich halt eine 56er Goldtop oder einen alten Prezi oder einen Rickenbacker und verstehe, was so besonders an diesen Instrumenten ist. Ja. Genau. Ja. Das ist eine Sache, die muss man auch lernen, genau wie du deinen Beruf erlernt hast, war es bei mir in der Konfrontation mit zum Beispiel dann Elektrogitarren. Ja. Ich meine, ich kam aus einer Zeit,
RG550 Ja, Jam, ja, ne? ja, Hier ja. HSH. Und dann hast du dieses Ding vor dir, dieses Pappe, Pressspan, Ja, so Konstrukt. diesen Wandschrank hinten Bezug Ja. als Gitarrendeck. Und du denkst dir, warum? Ja. Lipstick-Pickups, warum? Ja. Und irgendwann kommt jemand, der dir das spielt, wie es zu spielen ist, und dir wird auf einmal klar, stimmt. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie ich diesen Sound anders erzeugen soll, als mit diesem Instrument. Ja. Jetzt mal Butter bei die Fische. Du sagst, du reparierst. Ja. Du sagst auch, du machst keine Auftragsarbeiten. Was ist denn jetzt mit jemandem, der das Video sieht und sagt, oh, das ist aber eine schöne Gitarre? Ja, also ich meine, von sowas kann man sich nicht trennen. Also das geht nicht. Das hat auch nichts mit Gier oder nicht loslassen wollen zu tun. Das ist für mich, das ist wie wenn du Nikola Tesla seine Tesla-Spule entreißt und sie verkaufst. Das geht nicht. Also ohne mich da jetzt vergleichen zu wollen. Wir haben den gleichen Vornamen, fällt mir gerade auf. Das ist dir aber nicht jetzt eingefallen. Nee, ich weiß das. Ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen. Oder über ihn. Ja. Das ist auch ein Weg oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem, ja mittlerweile kann man sagen, langen Gitarrenbauerleben. Ich mache das 30 Jahre lang. Das ist manchmal echt erschreckend, auch für mich selbst. Ich habe viel auch in Bands gespielt. Und natürlich baust du dir als Gitarrenbauer auch mal einen Bass oder eine Gitarre, wo du denkst, geil, so, ja, so will ich es haben. Ja. Was ich gemerkt habe, dass ich trotz meines wirklich umfangreichen Wissens diese 10%, auf die es eigentlich ankommt, also das ist meine Sicht der Dinge, wenn du zu jemandem gehst und ein Custom-Instrument haben möchtest, du spielst eine Nikuba, ja, du findest sie total geil, aber da gibt es eine Sache, die dich stört und dann gehst du nochmal zu irgendeinem anderen Hersteller und sagst, mal hier, das ist geil, aber mach das nochmal hier so. Dass du als Handwerker und nicht handwerklich, sondern nicht in der Lage bist, und das ist eine Erkenntnis, die auch sehr befreiend ist für mich als Handwerker, ja, weil der Druck da weg ist. Das kannst du nicht erfüllen. Ja. Und wenn irgendwas Magic ist, dann ist es wirklich diese 10%, wenn sie denn mal klappen, aber das ist nicht berechenbar. Was ich eigentlich damit sagen wollte ist, am Ende weiß auch ich erst, wie sie klingt. Wenn sie fertig ist. Wenn die Saiten drauf sind und wenn ich den ersten Akkord spiele. Wenn dann jemand mein Instrument, ein fertiges Instrument von mir nimmt und sagt, Nick, das ist genau das, wonach ich gesucht habe oder was gerade im Moment für mich wichtig ist. Ja. Wenn ich mich davon trennen kann, kann er sie kaufen. Ich mache das aus dem Grund nicht, weil erstens die Leute, also Auftragsarbeiten von Neuinstrumenten, wahrscheinlich 3 bis 4 Jahre darauf warten müssten, weil ich meinen Lebensunterhalt mit Reparaturen bestreite. Richtig. Und einfach mal so ein Thema nebenbei, über das wir vielleicht auch mal was machen könnten, ist, die Leute denken immer so, wenn dann irgendwie so 7.000 oder 8.000 Euro auf so einem Gitarrenverkaufspreis steht, das sind alles so unfassbar reiche Menschen. Also ich kenne keinen Gitarrenbauer, der reich gestorben ist. Ja? Und ich wünsche es jedem. Wir existieren gerade so und davon auch nur eine Handvoll. Ja? Meine Existenz ist die Reparatur. Ich sage jetzt mal, ich stecke in der Art, wie ich arbeite, 100 Stunden in dieses Instrument. Ja. Und ich kann nicht für einen Mindestlohn arbeiten. Also ich kann ja nicht mit 12 Stunden 12,80 Euro rausgehen. Ja. Und wenn ich diese Zeit in Reparaturen stecke, wenn ich 100 Stunden Reparaturen mache, habe ich das 20-, 30-fache verdient, was es mir ermöglicht, mir die Zeit zu nehmen, diese Prototypennummern auszuprobieren. Das ist meine, wenn du so willst, Philosophie, die hat sich so entwickelt, die habe ich mir nie ausgedacht. Das Reparieren der Gitarren und dass ihr zu mir kommt und mein Handwerk bezahlt, ermöglicht mir, solche Experimente zu machen. Ja? Das ist, also erster Grund ist, würde ewig dauern, weil mein Income muss ich mit Reparaturen generieren oder möchte ich mit Reparaturen generieren. Und wann es fertig ist, kann ich dir nicht wirklich sagen. Und ich möchte mich auch diesem Druck nicht aussetzen. Weißt du? Ich verstehe, wenn du jetzt eine Gitarre sagst, hey, Truck hier mit Walnussbody, mach mal. Hier hast du 3 Mille Anzahlung. Ich könnte keine Nacht ruhig schlafen, weil du hast mich auf eine Mission geschickt. Verstehst du? Ja. Ich muss das Ding für den Olli fertig machen. Oliver, entschuldige.
das möchte ich nicht haben. Das möchte ich nicht haben, nicht weil ich ein fauler Hund bin, sondern weil ich brauche diese Freiheit, um kreativ zu sein. Ja, das ist eine Sache, da gleitet es dann in die Kunst ab. Ja? Weil ich mache ja auch viele Kunstprojekte, weißt du, so wie diese Frankfurt Historic Guitar, da mache ich so Kunstinstallationen. Und ich möchte mir das einfach erhalten. Und das ist dann halt wieder in meinem Gen, wenn jemand kommt und will mir Freiheit nehmen, bin ich auf Attacke und ziehe mein Schwert. Also da bin ich raus. Ja? Also, das sind so die Gründe. Ja? Das mag jetzt marketingmäßig totaler Humbug sein. Ja? Und ich hatte ja auch schon Anfragen von Vertrieben, ja, nee, komm hier und so. Aber ich weiß ja, wie der Hase läuft. Ich habe lange im Handel gearbeitet. Ich habe 20 Jahre Gitarren auch verkauft und eingekauft. Das würde nicht für mich funktionieren. Nicht mit dem Environment, nicht mit der Art, wie ich arbeite. Und das überlasse ich anderen. Und es gibt viele Leute, die da draußen, auch namhafte Leute, die da monatlich strugglen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Ich möchte nicht in dieser Situation sein. Und ich bin wirklich dankbar, dass mir so mein kleines Universum, was ich mir so geschaffen habe, wunderschönes, das ermöglicht. Ja. Wenn man halt trotzdem ein Stück Petrek in der Hand halten möchte, dann habe ich ja gesehen, du hast hier Hälse. Ich meine, du machst ja auch wahrscheinlich Replacement-Parts für Gitarren, die du reparierst, oder? Auch nicht. Also ich habe, aber das war wirklich eine Ausnahme, weil das war eine Gitarre von meinem, also wir nennen ihn den Großmeister. Unser aller Großmeister, ich mache es jetzt mal hier offiziell, ja, und das ist jetzt kein Geschleime, weil es halt einfach ein unfassbarer Handwerker ist der Jörg Tandler, ja. Und er hat damals Morgaine-Gitarren gegründet, hat auch beim Schack gelernt, vorher bei Heuer. Und ich hatte einen Kunden, das ist Jahre her, der hatte 2 Morgaine-Struts, ja. Und die hat er mir zum Setup gebracht. Und das war für mich so, wenn du so ein bibelfester Typ bist und der Heilige Gral steht vor dir. Also ich will es jetzt auch wirklich nicht übertreiben, weil ich bin so ein Typ, der alles sieht. Ich bin total penibel, was Verarbeitung angeht. Die Dinger waren das Beste, was ich je gesehen habe. Ich bin kein Strat-Typ. Ich liebe Les Pauls, Tellys und so Offset-Dinger. Aber da habe ich erst gecheckt, was der Jörg eigentlich leistet. Ja? Und der Kunde hat gemeint, hey, guck mal, der Hals ist geil, aber kannst du mir einen bauen, der so ein bisschen so... Und er wollte einen Reverse Headstock haben, genau. Und das war eine Ausnahme, die ich gemacht habe, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ey, du darfst einer 59er, die der Slash über die Bühnen dieser Welt getreten hat, die Wände neu machen. Weißt du, so. Am liebsten auch überhaupt kein Geld, einfach nur so der Ehre wegen. Ja. Aber ansonsten, nee, mache ich das nicht. Ja. Weil das würde auch ewig dauern. Wenn du bei mir eine Reparatur abgibst, bin ich in der Woche durch. Ich nehme sie auch nicht an, wenn ich dazu nicht in der Lage bin, weil ich mag das nicht. Das bereitet mir miese Laune und ich habe selten miese Laune, wenn hier irgendwie 15 Gitarrenkoffer stehen und schon der Staub oben einsetzt. Ich möchte 3, 4 Gitarren haben und ich time das auch so. Ich habe ja keine Öffnungszeiten. Ich mache immer Termine mit meinen Kunden. Die kommen, ich quatsche mit denen, dann rufe ich sie an, wenn es fertig ist. Ich möchte da so wenig wie möglich Stress haben, ja, damit ich entspannter arbeiten kann. Und auch deine ganze Energie in diese eine Gitarre, diesen einen Bass, dieses Instrument reinstecken kannst. Und ne, ich will ja keinem unterstellen, dass er schludert, aber natürlich unter Druck können Fehler passieren und so hast du dir die volle Freiheit gelassen. Guck mal, das ist ein super gutes Beispiel. Ja. Ich habe für diese Gitarre ursprünglich einen Maple Neck gebaut. Ja. Ja? Und dann habe ich das gespielt und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich, das ist aus einem Stück Wenge hier, eigentlich also nicht so ein tolles Material zum Verarbeiten, unheimlich spröde und eigentlich auch kein wirklich geiles Klangholz, aber das nimmt ein bisschen die Spitzen. Ja? Und ich habe mir gedacht, weil der Maple Neck war mir zu schrill, so der Kombi mit dem Ahorndecke, Kiefer, und ich habe wirklich kein gutes Gehör. Also Leute denken immer so, als Gitarrenbauer hast du das absolute Gehör. Ja. Also ich habe ein normales Gehör. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erhöre neue Gitarren auch wenig. Ich erspüre Gitarren. Ja, Haptik. Also bei dir sofort, du warst ja dabei. Ich habe die angespielt und du merkst ja, was in deiner Hand passiert. Ne? Du schlägst den Ton an und du merkst, Alter, das ist Massage. Und du merkst es hier, was passiert und denkst dir, okay, ich muss die gar nicht über den M spielen. Ich weiß, was dabei passiert jetzt gerade. Also wie gesagt, das ist
das könnte ich ja nicht machen, wenn der Kunde mir im Rücken sitzt. Ich meine das jetzt auch nicht negativ, also, Ja. aber wenn du diesen Druck hast und wenn du schon mal was fertig hast, du reißt doch keine fertige Gitarre nochmal auseinander, um einen neuen Halt zu bauen. Das machst du nur, wenn du halt echt so ein freaky Nerd bist wie ich, ja, und halt so in der Materie drin bist, um halt einfach seine eigene Neugier zu befriedigen. Weil ich könnte geil. nicht schlafen, wenn ich nicht wüsste, wenn ich das nicht ausprobiert hätte. Ja. Also wenn es dann so eine Philosophie gibt, dann ist es vielleicht einfach so, mutig zu sein, auch mal Neues zu machen und nicht das zu akzeptieren, selbst wenn das Bauchgefühl sagt, mach doch lieber nochmal. Ja. Habe ich oft bei Reparaturen. Ich mache eine Reparatur, ja. Ich mache eine Reparatur und manchmal robbe ich das Ding noch auseinander, weil ich mich einfach nicht gut dabei gefühlt habe. Natürlich hätte das funktioniert und so. Ja. Also was heißt oft? Also es kommt vor, ja. Aber das wird auch nicht berechnet, weil das ist mein Ding. Das ist so mein Personal Zen-Path. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich fühle mich einfach nicht gut damit. Du könntest ja auch nicht schlafen danach. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn du den Kunden wegschickst mit einer Reparatur, wo du sagst, Ja, geht nicht. Ich meine, was du auch überlegen musst, ich bin 30 Jahre bin ich im Business. Ich habe während meiner Lehre habe ich schon Reparaturen gemacht, um mir meine Lehre überhaupt finanzieren zu können. Ja? Damals schon für den Cream. Ja? Und du musst diese lange Wegstrecke gehen. Ja? Und wenn du immer noch da bist, ja, dann hast du nicht alles verkehrt gemacht. Nein. Weißt du, so, um das mal so auszudrücken. Und das ist mir auch wichtig heute noch. Ich bin jetzt in der Lage, oder was ist in der Lage? Ich bin eigentlich in einer Kacksituation, das mag sich jetzt blöd anhören, dass ich auf eine angenommene Reparatur 3 ablehnen muss. Ja? Nicht, weil die nicht lukrativ sind oder weil ich da keine Lust drauf hätte, weil ich das zeitlich nicht gestemmt kriege, weil ich mache das alles alleine. Also hier gibt es keinen, der meinen Content schneidet, hier gibt es keinen, der irgendwie guckt, dass meine Haare richtig sitzen. Ich mache das alles alleine. Und das macht mir auch einen irre Spaß. Ja? Also, klingt so schön, um wahr zu sein. und dafür brauchst du halt auch diese Freiheit, die du dir dann halt nehmen würdest, wenn ich jetzt unbedingt auf die nächste Guitar Summit mit 10 Gitarren einen Stand machen müsste. Allein dafür müsste ich ja ein Jahr arbeiten, um diese Dinger zu bauen. Ruft mal ein halbes Jahr vor Guitar Summit bei dem Gitarrenbauer eures Vertrauens an, wenn ihr den habt. Ihr werdet ein Häufchen Elend vorfinden, weil er halt 10 Modelle und am besten noch eine Neuheit dorthin, ein neues Design, weil du musst ja immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treiben. Das stresst. Das stresst Das echt. ist super hartes Brot und ich habe viele Kumpels, Kollegen, die ich seit Jahrzehnten kenne. Ich habe dir noch stellenweise ausgeholfen. Nick, komm mal vorbei, ich muss ja noch 7 Knochensättel machen. Ja. Ich lade dich zum Essen ein. Guck mal drüber. Wir helfen uns gegenseitig. Ja? Und das ist auch gut so. Und weißt du, dann gehen die Tore auf. Die ganzen neugierigen, vorgelaunten Konsumenten, Menschen, die was erfahren, sehen, anfassen, spielen. Ich war ja auch so, ich bin ja auch so. Musikmesse Frankfurt. Mit Tüten bepackt sind wir nach Hause gekommen. Richtig, ja. Und da siehst du dann die ganzen Jungs total am Arsch mit Blutdruck 220, ja. Noch irgendwie 5 Kaffee zum Frühstück in den Kopf geschüttet, weil jetzt stehen 3 harte Tage oder 4 harte Tage vor denen. Und wenn die Jungs da nichts verkaufen, also ich bin ja selbst nicht da, aber ich spreche jetzt mal im Sinne meiner Kollegen, kauft euch Gitarren auf der Musikmesse, also auf der Guitar Summit, selbst wenn ihr sie da nicht bezahlen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr supportet ein aussterbendes Handwerk, dessen muss man sich auch bewusst sein. Und irgendwie CNC zusammengeplotterte Gitarren wird es in der Zukunft zuhauf geben. Nimmt das noch mit, was geht. Also wie gesagt, ich habe da keinen Nutzen von, weil ich selbst nichts verkaufe. Das ist unterstützenswert. Ja, ist vielleicht wirklich für ein neues Video ein Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer im Werk gefertigten Gitarre und etwas, was du oder deine Kollegen machen? Du hattest die Almighty Strat angesprochen, wo man sich ja wirklich die Frage stellen kann, es gibt doch Original und warum nicht das andere? Können wir gerne mal tiefer darauf eingehen. Nick, es gab viele schöne
Schlusssätze bereits in dem Video. Ich habe in der Tat neben mir, Ja? ich will euch mal zeigen, wie das so läuft bei mir. Auf dem Weg hierher, Du spielst Elixier tatsächlich? nicht mehr, aber es lag noch im Auto und dann habe ich mir noch mal diese 4 Fragen schnell im Auto aufgeschrieben. Also die haben wir aber durch. Ach so, ist doch. Die haben wir durch, wir haben sie alle und noch viel mehr dazu. Ich bin dir total dankbar für deine Zeit, die du dir genommen hast. Also wirklich, wirklich gerne. Und wir haben uns ja immer mal so auf der Messe, hallo und so, ja, ich komme mal und so hin und her und ab und zu mal was auf YouTube geschrieben. Also wir kannten uns, obwohl Null. wir Heute auch so erstes Mal. Parallelwelt, irgendwie 30 Ja. Jahre, gleiche Stadt, gleiche Szene. Genau. Noch nie so wirklich Kontakt gehabt. Und das war für mich jetzt total angenehm und erfrischend, weil ich das jetzt auch mal in Deutsch machen kann. Ja. Also ich mache die Videos ja mittlerweile auf Englisch. Ja. Du machst ja auch manchmal welche auf Englisch und du weißt, Auftragsmäßig, ja. du Genau. weißt, was das für ein anderes Feeling ist, wenn du halt so frei Schnauze reden kannst Genau. und wenn du halt wirklich nochmal den Translator im Kopf aktivieren musst. Richtig. Deswegen fand ich das wirklich total entspannt. Ich kann jetzt echt noch weiter labern. Wir könnten noch Stunden Ja. labern, aber ich glaube, wir machen einfach den nächsten Termin. Wir freuen uns über alle von euch, die unter diesem Video was dalassen. Entweder aktiv zu dem Video oder vielleicht schon wieder mit dem, könnt ihr noch mal das und das aufklären, was wir natürlich gerne machen. Ja, Und ansonsten checkt die Links, kommt auf die Seite von Nick und seinen Gitarren. Und ja, wenn ihr ein Problem habt mit eurer Gitarre, dann fragt ihn einfach an. Und wenn es passt, dann passt's. ja, gerne, gerne. Und seid mir nicht böse und enttäuscht, wenn ich dann sage, so erst in 2 Monaten, weil ich plane einen neuen Film und eine neue Reise. Und das wird auch wunderbar. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank dir. War wunderbar. Und weiter viel Erfolg mit deinen Gitarren. Es ist mein Leben. Also nicht, dass mein Leben ein Erfolg wäre, aber es ist. Also Gitarren Ich sind- habe gerade ein Problem, ich kriege die nicht mehr los irgendwie. Ja? Die liegt so gut gerade, dass ich muss die gleich nochmal anspielen. Macht's gut, Leute. Auf bald. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao. Danke euch. Voll schön. Ja, Voll schön. freut mich. Entspannt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt haben, aber Wahrscheinlich Speicher voll, oder? also der Nick hat mir gerade erklärt, hier neben die Strichliste sind die Male, wie oft er während seines Umzuges vom Dach unten ins Erdgeschoss die Treppe hoch und runter laufen musste. Ist hoch und runter ist einmal. Genau, ja. Okay, und hier unten durften seine Freunde schätzen, wie oft er insgesamt braucht. Der frustrierendste Punkt war 1000. Ja, die Lee hat mich echt fertig gemacht. Da habe ich gedacht, ich höre jetzt einfach auf. Ja. Aber magst du uns verraten, wie viel es wirklich waren? Also es sind tatsächlich, ich habe es mal zusammengerechnet, weil es sind ja Treppenstufen. Ich bin 35 Mal den Eiffelturm hoch und runter. Und ich habe ja auch Videos gemacht, wie ich hier quasi aus meiner alten Werkstatt ausziehe und dann unten einziehe. Es gibt eins, könnt ihr auch bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen. Links kommen unten rein. Genau. Genau. Super geile Idee. Und Sowas der bleibt. Türrahmen darf natürlich irgendwie nicht übergestrichen werden, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Das bleibt dann so. Du baust einfach irgendwann einen Hals draus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja.